Rauchen, Alkohol, Party, Geld ausgeben für Autos, für Klamotten, Netflix-Serien gucken? Was sind eure Interessen? Und wenn du so ein Umfeld hast und jetzt willst du aber erfolgreich werden, vergiss das wird nichts. Ob du glücklich bist oder nicht, hängt nicht mit den Umständen zusammen, sondern mit deiner Bewertung. Du bewertest Dinge so, dass du sagst, positiv oder negativ. Es gibt diesen Spruch, für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Das ist einfach nur eine Bewertung. Wie bewertest du deine Kindheit? Und deswegen sage ich, guck mal, dass du mehr auf dem Platz bist. Schau Erfolgreichen nicht so viel zu, was die gerade machen, wie die ihr Leben leben. Egal, ob es jetzt im Fernsehen ist, im Kino ist, beim Fußball ist oder sonst was. Viele sind nicht erfolgreich, weil sie so beschäftigt sind, anderen zuzuschauen, wie sie ihren Traum leben. Lebe deinen Traum selber. Hör auf, die ganze Zeit andere zu beobachten. Arbeite selber an deinen Träumen, an deinen Zielen, an deiner Vision. Und das ist unheimlich wichtig, dass wir uns sagen, okay, ich bin Problemlöser. Und da verbindet jeder sofort damit, dass er ein Problem lösen kann. Nee, damit meine ich was ganz anderes, dass wir uns von dem Problem lösen können. Emotional davon lösen können, in dem Sinne, dass es uns nicht kaputt macht, dass es uns nicht klein macht. Ich hatte ein echtes Problem damit. Als ich mit 26 pleite war, war mein Selbstbewusstsein so klein. Und wenn ich dann einen Misserfolg hatte, und bei mir war der schlimmste Misserfolg der, dass ich gedacht habe, ich habe einen Abschluss gemacht als Verkäufer und dann ist das Ding in Storno gegangen. Also nicht es nicht zu schaffen, sondern es geschafft zu haben und dann geht es kaputt. Das hat mich zerrissen. Da habe ich 3 Tage buchstäblich geheult innerlich. Und das war natürlich dann teuer. Dass das Geschäft kaputt gegangen ist, gehört zum Leben dazu. Aber dass ich 3 Tage nicht vernünftig gearbeitet habe, das ist die Hölle. Und dann hat jemand, der mich gut kannte, gesagt zu mir, Herr Schäfer, das Ding ist, Sie werden wahrscheinlich immer mal heulen. Aber die Frage ist, heulen Sie 3 Tage, 1 Tag, 3 Stunden, 30 Minuten oder 3 Minuten? Und das trainiere ich. Und das sage ich auch demjenigen, das war ja der zweite Teil deiner Frage, was sage ich jemandem, der einen Misserfolg hat? Es ist völlig okay, dass du dich für einen Moment richtig mies fühlst. Das ist okay, es gehört dazu. Außer einer ist als Superman auf die Welt gekommen, ich nicht. Aber du musst lernen, die Zeit, in der dich das kaputt macht und klein macht, Packaging nennen die Amis das, kleiner machen, verpacken, dass es hinterher nur noch 3 Minuten sind, schütteln, bis dann die Reaktion kommt. Keiner sagt im ersten Moment, super, ich habe ein Problem, beim richtig starken Problem. Aber nach den 3 Minuten kann ich mich das fragen. Wofür ist es gut? Was muss ich ändern? Was muss ich tun, damit das nicht mehr vorkommt? Was kann ich daraus lernen? Es gibt diesen Spruch, love it, change it or leave it. Also, fühl dich wohl mit dem, was du da hast. Das tust du nicht. Change it. Biete ihnen die Möglichkeit, dass sie sich ändern. Vielleicht ist ihnen das noch nie aufgefallen. Und drittens, leave it. Niemand hat gesagt, dass du mit diesen Menschen viel Zeit verbringen musst. Dann verbring mit ihnen keine Zeit mehr oder weniger Zeit mit ihnen und such dir ein neues Umfeld. Vielleicht ziehst du um in eine andere Stadt und baust dir ein neues Umfeld auf mit Menschen, die positiv drauf sind. Also Umfeld ist nicht Gott gegeben. Du kannst dir die Welt machen wie bei Pippi Langstrumpf, wie sie dir gefällt. Such dir ein anderes Umfeld, such dir andere Freunde. Winners focus on winning. Losers focus on winners. Also, nochmal. Erfolgreiche Gewinner fokussieren sich auf ihre Ziele und dass sie gewinnen. Die gucken nicht nach rechts und links. Und Verlierer fokussieren sich auf die Gewinner und verlieren.
Also, hör auf, immer zu gucken, was bei deinen Freundinnen privat und geschäftlich läuft. Und fokussiere dich auf dich selber, auf deine Ziele. Schreib deine Ziele auf, visualisiere deine Ziele. Schreib sie jeden Tag auf, halt sie dir jeden Tag vor Augen. Fokussiere dich aufs Gewinnen, auf deinen nächsten Deal, auf das nächste Objekt, auf den nächsten Kunden, auf den nächsten Abschluss und wachse so. Schalte Social Media aus, vermeide Ablenkung, ruf nicht zurück, außer es sind Kunden. Privat melde dich abends nach dem Tagesgeschäft. Melde dich immer nur abends oder melde dich, was weiß ich, nur alle 2, 3 Tage. Sag deinen Freundinnen Bescheid. Sag, hey Leute, ich gehe jetzt in den Fokus. Ich will meine Ziele erreichen. Und deswegen, ich bin nicht mehr so viel zu erreichen. Wenn ihr was habt, schickt mir eine Nachricht. Bitte wundert euch nicht, wenn ich mal 2, 3 Tage mich nicht melde. Dann ist alles gut, weil ich bin dabei, meine Ziele zu realisieren. Und obwohl ich schon einen naiven Glauben hatte, war mir eins immer klar: Wenn du was erreichen willst, dann musst du dir verdammt nochmal den Arsch aufreißen. Und ich habe in 6 Wochen hatte ich eben mit 100 Menschen darüber gesprochen, habe Meetings gemacht, alles andere. Haben mir gesagt, ja, wofür zocke ich den ganzen Tag an der Xbox? Das wird mich nicht weiterbringen. Also das habe gesagt, jetzt machst du das halt mal eine Weile und schaust, dass es wirklich funktioniert. Meine Zeit, mein Leben ist kostbar. Die schlimmste Verschwendung von Zeit und Energie besteht darin, Jahre auf etwas zu verwenden, was man auch in Monaten schaffen kann. Das ist so das Thema, ich lese keine Bücher oder ich gehe nicht auf Seminare. Hey, wenn ich das Wissen vor 25 Jahren gehabt hätte, was ich heute weiß über Verkauf und Vertrieb, ich hätte ein Vermögen gemacht. Und das Schlimmste ist, dass du alle Erfahrungen, alle Fehler selber machen willst. Such dir Leute, die da sind, wo du hin willst, frag die, wie die das gemacht haben und adaptier das Ganze auf dich. Du hast gemerkt, okay, ich habe meine Identität verloren, ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Ja, du bist in seinem Zwischenraum. Und das sind wir alle sehr oft. So. Da können wir noch so viel erzählen und machen oder sonstiges, aber wir sind sehr oft in diesem Zwischenraum, wenn wir nach außen hin immer wieder jemandem anders vorgeben zu sein, als wir hier drin sind eigentlich. Ja? Und versuchen Anerkennung zu bekommen, anstatt Liebe zu bekommen. Und lieber einsam sind, anstatt gemeinsam. Weil eben das ist der Punkt, wenn wir eigentlich zu uns stehen würden. Ja? Wenn ich dir meine klare Meinung sage, kann ich heute mit jemandem nach Hause gehen, den ich liebe. Und nicht mit jemandem, den ich verraten habe. Mich selbst. Ja? So, und dann kann ich mit jemandem ins Bett gehen, den ich wirklich mag. Und dann kann ich niemals alleine sein. Niemals einsam sein. Dann bin ich gemeinsam. Ja? So, das ist das Ding. Ablehnung ist ganz normal. Ablehnung ist ganz normal. Guck mal, die Menschheit wäre doch schon ausgestorben, wenn Männer nicht mit Ablehnung umgehen könnten. Wenn ein Mann eine Frau kennenlernen will, dann hat er erstmal mit Ablehnung zu tun. So, also das Gleiche gilt für deine Jobakquise. Es wird welche geben, die einfach nicht mit dir sprechen wollen, die dich nicht sehen wollen, die dich nicht einstellen wollen. Das ist nun mal so. Es gibt einen Spruch von Jim Rohn, amerikanische Management-Legende. Der hat gesagt, du brauchst im Schnitt 7 Neins, um ein Ja zu bekommen. Das ist eine spannende Denkweise. Du hast 7 Anrufe, wo du jeweils ein Nein kriegst. Und dann weißt du rein mathematisch, der 8. ist ein Termin. Der 8. ist ein Vorstellungsgespräch. Also, lerne mit Niederlagen umzugehen. Damit zu leben, von anderen missverstanden zu werden. Hey, das gehört dazu. Viele Menschen werden dich missverstehen. Viele Menschen werden das nicht nachvollziehen können, warum du etwas tust oder eben nicht tust. Entscheidend ist nicht, was die anderen zu dir sagen, sondern was du dir selbst sagst, nachdem du mit ihnen darüber gesprochen hast. Achte mal auf dein Umfeld. Man sagt, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Jetzt guck dir mal an, mit wem verbringst du deine Zeit? Deine Freunde und Freundinnen,
Rauchen, Alkohol, Party, Geld ausgeben für Autos, für Klamotten, Netflix-Serien gucken? Was sind eure Interessen? Und wenn du so ein Umfeld hast und jetzt willst du aber erfolgreich werden, vergiss das wird nichts. Such dir ein anderes Umfeld. Such dir Leute, die älter sind als du. Such dir Leute, die auch dieses Mindset haben, die Erfolg haben wollen. Wenn du ins Network-Marketing gehst, such dir andere Networker. Online-Marketing, such dir andere Onliner. Geh auf die entsprechenden Konferenzen, geh auf die Veranstaltungen, lernt Leute kennen, die älter sind als du, die erfolgreicher sind als du. Und vermeide die Zeit, verringere die Zeit mit den Kumpels, die nur Party, Rauchen, Saufen und das andere Geschlecht im Kopf haben.